Mitten im dänischen Jütland betreibt Morten Dilling die Firma Dilling Underwear und das bereits in der 4. Generation. Ursprünglich hatte der gelernte Wirtschaftswissenschaftler gar nicht vor, das Familienunternehmen zu übernehmen. Doch nach seiner Zeit an der Wirtschaftshochschule in Kopenhagen zog es ihn 2009 zurück in die Heimat. Wir haben eine lange Historie. Die Firma wurde 1916 von meinem Urgroßvater gegründet. Wir haben genau hier mit der Produktion angefangen und das über die letzten 100 Jahre. Mein Großvater hat das Ganze 1943 übernommen und mein Vater im Jahre 1968. Wir haben sehr viel Arbeit in die Entwicklung gesteckt, um schon damals umweltfreundliche und ökologische Kleidung zu produzieren. Zwar wollen viele Käufer ökologische Kleidung tragen, aber den Preis dafür wollen sie nicht zahlen. Viele Textilhersteller produzieren deshalb ihre Kleidung in Asien. Das ist wesentlich günstiger. Dilling macht das nicht. Und das aus gutem Grund. Die meisten Produktionsschritte finden in Europa statt. Wir haben 250 Mitarbeiter. Bei uns arbeiten keine Kinder. Alle arbeiten 8 Stunden in nur einer Schicht. Wir halten alle Arbeitsbestimmungen ein. Das gibt mir ein gutes Gefühl, sodass ich damit gut schlafen kann und keine Angst haben muss, dass jemand negativ über uns berichtet wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Doch nicht nur wegen der Arbeitsbedingungen, vor allem auch aus umwelttechnischen Gründen, blieb der Unternehmer mit seinen Produktionsstätten größtenteils in der Heimat Dänemark. 1991 kaufte das Unternehmen die Färberei, die auch heute noch in Betrieb ist. Die Textilindustrie hat den Ruf, sehr dreckig zu sein. Wir sind das nicht, vor allem weil wir in der Färberei schon früh einen großen Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit gegangen sind. Und wenn ich die Färberei hier vor Ort habe, kann ich auch kontrollieren, was beim Färbeprozess passiert. Seit fast 40 Jahren arbeitet Birte Jensen bereits in der Färberei. Hier werden die Baumwolle und die Merino-Wolle, die Dilling verarbeitet, gefärbt. Das Problem: in den meisten Färbemitteln befinden sich Hunderte von Chemikalien, darunter auch welche, die krebserregend sein können und die Haut reizen. Der Grund, warum wir das geändert haben: ich habe irgendwann eine Allergie entwickelt gegen Chemikalien, vor allem gegen Formaldehyd. Und dann hatte ich die Wahl: entweder ich kündige meinen Job und kann nicht mehr in der Branche arbeiten, oder wir ändern die Art und Weise, wie wir Textilien produzieren. Und ich bin glücklich, dass wir diesen Weg gegangen sind, ökologische Kleidung zu produzieren, ohne die ganzen schlechten Inhaltsstoffe, die die Industrie so verwendet. Und wie Sie sehen können, ich werde immer älter und es geht mir gesundheitlich super. Am Anfang war es schwer, überhaupt Zulieferer zu finden, die entsprechende Färbemittel ohne bestimmte Chemikalien liefern konnten. Danach mussten Methoden gefunden werden, auch ohne diese unerwünschten Chemikalien ein entsprechend tolles Farbergebnis zu erreichen. Daran hat Birte jahrelang getüftelt, mit Erfolg. Ich liebe es zu experimentieren, um immer bessere und hochwertigere Textilien zu produzieren. Ich denke, man kann es auch besser machen als andere Hersteller, wenn man sich umstellt. Ich war schon immer auf der Suche nach ökologischen Färbetechniken und Möglichkeiten, die unser Abwasser, die Luft und die gesamte Umwelt nicht schädigen. Nicht nur beim Färbeprozess, auch bei der Vorbehandlung der Wolle werden von den meisten Textilherstellern Chemikalien wie Chlor oder andere umweltschädliche Stoffe eingesetzt. Viele Hersteller fügen allerdings Plastikanteile zur Wolle hinzu, um sie stabiler fürs Waschen zu machen. Die Fasern sind sehr empfindlich. Wenn man die Kleidung falsch wäscht, gehen sie kaputt. Wir fügen kein Plastik hinzu. Wir behandeln unsere Wolle roh und schonend mit Enzymen, die die Wolle flauschig machen. Nur so erhalten wir ein reines Wollprodukt, was sich toll auf der Haut anfühlt. Alle guten Eigenschaften der Wolle bleiben erhalten und werden nicht unter einer Plastikschicht verdeckt. Die Umstellung auf die Behandlung mit Enzymen erforderte Geduld und Know-how. Denn man muss wesentlich auf Temperatur, pH-Werte und die Zeit achten, damit die Wolle nicht geschädigt wird. Die Neuerung auf eine nachhaltige Produktion hat nicht nur gedauert, sie war auch kostspielig. Während dieser Zeit hat das Unternehmen Kunden verloren, doch inzwischen reisen Textilhersteller aus der ganzen Welt nach Dänemark, um das Geheimnis von Dilling zu erfahren.
Ich denke schon, dass wir ein Vorbild sind. Mittlerweile kommen Firmen aus ganz Europa und sogar aus Japan, um zu sehen, wie wir das geschafft haben. In den 2000ern war die Firma kurz vor der Insolvenz. Dem Vater von Morton ging es darum, umweltfreundliche Textilien zu produzieren, aber über Wirtschaftlichkeit hat er sich wenig Gedanken gemacht. Herkömmlichen Klamottenläden und großen Ketten war die Ware zu teuer. Deshalb kam Morton auf eine rettende Idee. Wir haben ein Konzept entwickelt, wo wir die Klamottenläden und Ketten einfach übergehen und direkt an den Endverbraucher verkaufen. So können wir außerdem noch teure Zwischenhändler überspringen. Dann können wir unsere Produkte auch so produzieren und so gut machen, wie wir es wollen. Mit maximalem Fokus auf den Umweltaspekt. Außerdem können wir so auch Preise anbieten, die man sich leisten kann. Dilling eröffnete 2010 seinen ersten Online-Shop, und zwar in Deutschland. Morton hatte Anfang der 2000er selber eine Zeit lang in München gelebt und sich nicht nur in die Kultur verliebt, sondern auch in die Tatsache, dass hier Qualität und Nachhaltigkeit geschätzt werden. So entschloss sich der Geschäftsmann, der Marke seinen deutschen Familiennamen zu geben. Als ich in München gelebt habe, habe ich gesehen, dass viele Nachnamen auch als Firmennamen genutzt werden. Und mein mittlerer Name Dilling ist ebenfalls ein deutscher Name. Ich habe Verwandte in Deutschland und ich dachte, wenn wir schon unseren ersten Online-Shop in Deutschland eröffnen, warum nicht auch mit einem deutschen Namen? Deshalb heißt die Firma Dilling Underwear. Während das Unternehmen früher ausschließlich Unterwäsche hergestellt hat, umfasst das Sortiment mittlerweile knapp 790 Produkte. Von Leggings über T-Shirts, Babystrampler, Socken, Mützen oder Jacken. Alle Produkte bestehen aus Wolle. Der Grund, warum wir so viel Merino-Wolle verwenden, ist, dass es einfach natürlich ist. Natur auf der Haut ist besser als irgendwelche Kunstfasern. Merino-Wolle hat tolle Eigenschaften. Sie kann Feuchtigkeit aufnehmen, wenn man schwitzt, ohne dass man sich schwitzig fühlt. Es hält einen warm und trocken. Und zur gleichen Zeit, wenn man von draußen nach drinnen geht, kühlt es. Die Merino-Wolle reguliert gut die Körpertemperatur, was keine Kunstfaser schafft. Auch als mein Urgroßvater damals angefangen hat, hat er nur Naturfasern verwendet. Wir machen das schon seit 100 Jahren so. Also our history from when my grand-grandfather started with diese Naturfasern. Therefore we have done it for 100 years and that's what we probably are best at. Schon lange bevor alle von Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Lebensweise gesprochen haben, war Dilling dahingehend ein großes Vorbild und ein Vorreiter, was die Kunden bis heute schätzen. Ich kenne unsere Kunden nicht direkt, weil wir ein Online-Business haben, aber wir sehen, dass viele Familien unsere Sachen kaufen, wo die Frauen entscheiden, welche Klamotten gekauft werden. Viele sind so im Alter von 28 bis Mitte 30, wenn sie anfangen, Kinder zu bekommen. Auch viele ältere Menschen, denn die frieren leichter und dafür ist unsere Merino-Wolle perfekt. Es wird viel über Qualität geredet, aber wir reden nicht nur darüber, wir wissen es. Weil uns die Firma gehört. Wir wissen, welchen Wert wir haben. Wir benutzen nur gute Produkte, um unsere Textilien herzustellen, die zudem auch noch lange halten. Dilling ist mit diesem Konzept auf Erfolgskurs. Alleine im Jahr 2019 konnte der Umsatz um 50% gesteigert werden. 2020 wird das dänische Unternehmen am eigenen Standort sogar expandieren, um die hohe Nachfrage der Kunden bedienen zu können.